Willkommen im Atelier Wiedoitsch. Ich wurde immer wieder gefragt, wie in meinem Atelier ein Ölgemälde entsteht. Deswegen habe ich hier dieses Gemälde gemalt, mit diesen Farben und mit diesen Pinseln. Das ist aber kein Tutorial, um selber zu machen. Da würde ich nur gerne zeigen, wie ich das mache. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und vielen Dank. Am Anfang wird die Leinwand geteilt in 4 gleiche Teile, so dass die Mitte vom Bild markiert wird. Weil aus der Mitte fange ich an zu malen. Diese Aufteilung mache ich mit sehr verdünnter Umbra gebrannt. Das wirkt dann so schön lasierend, leicht. Und da fange ich an. Mein Model habe ich schon lange angeschaut und mich entschieden, dass die 2 mittlere Äpfel in der Mitte vom Bild stehen werden. Mit Konturen von D2 fange ich dann an. Die Palette habe ich schon vorher vorbereitet. Da sind schon alle Farben drin, die ich brauche und die ich sonst benutze. Ich male sehr spontan. Das heißt, ich male jetzt nicht alle Äpfel zuerst mit der Umbra gebrannt, eine Untergrundfarbe, sondern nach Lust und Laune. Ich habe mich entschieden, die ersten Äpfel schon in eigene Farben zu malen. Das ist grün und rot gemischt. Und da habe ich auch die Farben jetzt gemischt dafür, weil ich nehme nie eine reine Farbe aus der Tube für meine Modelle. Es wird immer gemischt, ungefähr 3 bis 4 Töne in einem Ton. Hier zum Beispiel in dem grünen Ton ist grün, gelb, ocker, ein bisschen Sienna und so weiter. Im Rot ist ein bisschen Umbra gebrannt, ein bisschen Sienna, ein bisschen ocker, wenn es hell ist, ein bisschen gelb und weiß und so weiter. Auf diesem Bild kommt das Licht von links. Eigentlich bei jedem Bild ist eine Lichtquelle deutlich zu sehen. Das heißt, dass alle Lichtstellen, die Stellen, die Licht reflektieren, auf der linken Seite sind. Und alle Schatten, die tiefsten, sind auf der rechten Seite vom Bild. Das gibt dem Bild schöne Tiefe und diese Kontraste Licht und Schatten geben ihm sehr schöne Bedeutung oder schönen Ausdruck. Ich mag keine Ränder malen bei den Äpfeln. Das heißt, jede Farbe, wenn auch Rand damit gemalt ist, wird verschmiert, sodass die integriert wird in die Gegend, daneben die Farbe, und so wird eine schöne glatte Oberfläche entstehen. Das Bild lebt von Kontrasten. Wenn an einer Stelle helle Farbe ist, daneben muss ein dunkleren Ton stehen. Manchmal muss ich das Bild umdrehen, weil das leichter ist und einfacher, eine Fläche, die nebeneinander steht, zu malen, zu ausmalen. Mit trockenem Pinsel mache ich die Farbe verwischen, dass da keine Farbflecken entstehen, sondern alle Töne verschmieren, verschieben sich in den anderen und bilden eine Fläche. Der Hintergrund vom Bild ist ein Seidentuch in blauer Farbe. Den male ich jetzt aus. Die erste Schicht mache ich mit blauen Tönen, ziemlich grob malen mit Borstenpinsel. Im Prinzip ist das eine Ultramarinfarbe, gemischt mit verschiedenen Tönen. Für Lichtstellen mit Weiß und ein bisschen Sienna gebrannt und für dunkle Stellen mit Elfenbeinschwarz, ein bisschen Umbra gebrannt, ein bisschen Grün manchmal und so weiter. Das ist sehr, sehr schön, diese große Fläche auszumalen, so richtig mit Schwung und großzügig. Hier habe ich mich entschieden, die Tischkante zu zeigen auf der rechten Seite. Eine Ecke vom Tisch gibt dem Bild mehr Spannung.
Und jetzt male ich die Falten aus. Das ist eigentlich die gleiche blaue Farbe, nur immer helle Töne kommen aufeinander und damit kommt immer schönere Lichtreflexion. Und so entsteht die Falte. Bei der Seite sind die Falten sehr fein. Das sieht sehr schön aus, finde ich. Manchmal muss man die Kante vom Bild vor sich haben, weil das ist einfacher zu malen, die Stellen, die sich berühren am Rande von 2 Äpfeln jetzt hier. Manchmal hilft ein Tuch, damit geht so dicke Stelle mit der Farbe weg, weil das tut dem Bild nicht so gut. Der Korb hat zuerst eine dunkle Schatten bekommen, da unter den Äpfeln, weil da gar kein Licht ist. Und jetzt male ich diesen schönen Beige-Korb, der geflechtet ist, aus. Das ist auch mit Licht und Schatten verbunden. Ein hellerer Beige-Ton und einige dunklere und damit kriegt man so schöne Kontraste und diese schöne Struktur von dem Korb. Diese Kanten, die Seiten vom Korb sind sehr fein. Ich male das sehr spontan. Ich schaue mal genug lang das Model an und dann übertrage ich das. Die haben so schönen feinen Bogen da zum Boden da und das gefällt mir sehr. Es gibt die Eleganz dem Korb. Und jetzt wird dieser Korb auf der Leinwand geflechtet, sozusagen. Mit dem Pinsel. Wenn die Grundtöne stimmen, wenn die Grundform stimmt vom Korb, dann mache ich die Licht- und Schattenspiele auf dem auch. Wie gesagt, die Lichtquelle ist links, das heißt, links wird der Korb heller jetzt und rechts hat er einige Schattenstellen und das gibt dem Korb schöne Tiefe. Genauso ist das bei den Äpfeln. Die brauchen jetzt auch nochmal schöne Lichtstellen zu verstärken ab und zu und dann bekommen die noch mehr Tiefe und mehr Struktur. Die Lichtstellen male ich mit feinem Pinsel, mit viel Farbe. Und dann nehme ich einen flachen, trockenen Pinsel. Mit dem verschmiere ich die Ränder, weil dann ist das so schöne kleine Lichtoberfläche, kein Farbfleck. Das mag ich. Jetzt sehen die Äpfel schön aus. Das sind keine helle Flecken, das sind schöne beleuchtete Oberflächen und die strahlen richtig mit Farben und Licht aus. Bei dem Korb mache ich noch ein bisschen Schattenstellen ausmalen und genauso mache ich dann die Lichtstellen auf der Lichtfläche. Das gibt dem Korb ein bisschen mehr Tiefe, mehr Struktur.
Ich bin jetzt zufrieden mit dem Bild und das heißt, jetzt wird das Bild signiert und damit ist es fertig.